Wie wäre es mit einem Job in edlem Ambiente, umgeben von feinsten Düften und all den wunderbaren Dingen, die der Schönheit, dem Wohlgefühl und der Gesundheit schmeicheln? Ein Beruf im täglichen Umgang mit neuen Trends und einem angenehmen Lifestyle. Hört sich gut an und zeigt, dass jeder seinen Traumjob finden kann, wenn er wirklich will. Guten Morgen. Hi, ich bin Joschka Bonnet, 24 und jetzt im ersten Ausbildungsjahr bei Douglas zum Kaufmann im Einzelhandel. Mein Name ist Samantha Buglas. Ich bin auch im ersten Ausbildungsjahr für die Kauffrau zum Einzelhandel und bin 20 Jahre alt. Kaufmann im Einzelhandel, das hört sich nach Verkäufer an. Ist es natürlich auch, aber auch der tägliche Umgang mit den Produkten und Dingen, die du magst und die dich interessieren. Und wenn es so ist, dann ist es ein Traumjob. Dann lass uns starten für heute, oder? Ja. Das Äußere ist etwas sehr Wichtiges bei Douglas, doch den letzten Schliff können wir immer noch hier verpassen. Vom ersten Tag an ist in der Ausbildung Kundenkontakt Pflicht. Natürlich lernt man in unserer Ausbildung auch das Schminken. Das natürlich sehr hilfreich ist, nicht nur für den Kunden, sondern auch für uns persönlich, um unseren typgerecht zu schminken. So, jetzt bin ich bereit für den Verkauf. So, jetzt bin ich im Verkaufsraum in der Duftabteilung momentan. Werde hier meinen Arbeitstag beginnen, werde die Düfte richtig positionieren, dass es gut im Regal aussieht und werde natürlich am Kunden bedienen und beraten. Offenheit und ein freundliches Wesen muss man mitbringen. Das Fachwissen kommt in der Ausbildung. Der Hauptbestandteil meiner Ausbildung besteht darin, dass ich natürlich lernen muss, welche Inhaltsstoffe in Parfums enthalten sind, wie diese zusammengesetzt sind, damit ich wirklich gute Informationen liefern kann. Ich bin der Experte hier für den Kunden. Service und Beratung sind wichtig. Die beiden arbeiten aber auch hinter den Kulissen des Ladens und da gehört noch einiges dazu. Das Auffüllen und Einsortieren von Waren gehört auch zu meinen Aufgaben. Aber auch die klassischen kaufmännischen Bereiche Warenwirtschaft, Lager, Einkauf, Personal- und Rechnungswesen. So, damit bin ich jetzt fertig. Jetzt gehe ich an die Kasse. Und auch da muss man einen guten Auftritt hinlegen. Was im Verkaufsraum gar nicht geht, ist zum Beispiel Kaugummi zu kauen. Man sollte immer gepflegt wirklich aussehen, sollte sich gut präsentieren. Man repräsentiert ja auch das Haus. Ich zeige Ihnen hier einmal einen Klassiker, den gibt es schon ein bisschen länger. Was ich also für jeden Tag brauche, lerne ich einmal hier im Betrieb, also in der Praxis, direkt am Kunden und direkt mit Produkten. Oder eben auf Schulungen oder in der Berufsschule. Wir haben hier einmal die ganz kleine, das wäre die 25 Milliliter. Das ist ein Eau de Toilette. Man lernt natürlich auch Fachbegriffe kennen, hier für den Bereich Parfümerie. Das heißt zum Beispiel Eau de Toilette, das ist ein sehr frischer, spritziger Duft, der recht schnell verfliegt. Oder als höchste Konzentrationsstufe das Elixier, was man wirklich nur ganz wenig am Hals auftupft. Dann nehme ich die. Okay, sehr gerne. Auch was als Geschenk verpacken ist für Sie, glaube ich. Super, alles klar. Folgen Sie mir gerne zur Kasse. Das Einpacken gehört natürlich auch zu unseren Aufgaben, was ihr während der Ausbildung lernt und was natürlich auch sehr hilfreich zu Weihnachten sein kann, wenn man mal für die Lieben die Geschenke verpackt. Die Stimmung ist gut, aber jeder Beruf hat seine Seiten, wo es mal unangenehm wird. Ein dickes Fell ist auch sehr wichtig bei uns, denn es könnte auch mal sein, dass die Kunden nicht immer so freundlich sind. Jedoch bleiben wir immer freundlich und schenken jedem Kunden ein Lächeln. Die Ausrichtung in dem Beruf kann unterschiedlich sein. Bei Samantha und Joschka kommen die Bereiche Werbung, Merchandising und Promotion dazu. Ich wollte mal schminken und das kombinieren mit einer kaufmännischen Basis. Und da bin ich hier genau am richtigen Fleck. Passt super zu mir. Die Berufsaussichten sind ganz gut, aber der Einzelhandel ist hart umkämpft und auch die Mitarbeiter müssen teilweise federn lassen. Aber wie in jedem Beruf, wer seinen richtigen Platz gefunden hat, wird auch seinen Weg machen. Samantha und Joschka sind dafür ein super Beispiel. Dann ist unsere kleine Schulung für heute beendet. Ja, vielen Dank, Frau Müller. Sehr gerne. Tschüss. Die Ausbildung ist wirklich körperlich anstrengend. Das heißt, ihr könnt euch nicht wirklich hinsetzen, außer während der Pause. Und wir haben samstags teilweise auch verkaufsoffene Sonntage geöffnet, zusätzlich Inventuren. Das ist wirklich anstrengend. Du bist gefragt, es ist ganz wichtig, dass du gut rüberkommst, dass du mit Kunden arbeiten kannst, umgehen möchtest und wirklich auch mit dem Herz dabei bist. Ciao. Tschüss und viel Spaß bei eurer Ausbildung.